Wir machen jetzt mal eine kleine Analyse über Fichtenharz, was für Wirkungen es in Studien bei Menschen gegeben hat und was es so alles kann. Wir reden hier nicht über simple Laborzellkulturen oder Tierdaten, sondern über Real-Life-Daten von echten Menschen. Der absolute Fokus liegt auf der äußerlichen Anwendung als Salbe bei Wunden, die extrem schwer oder verzögert heilen. Der erste Härtetest für das Naturprodukt Druckgeschwüre. Das sind extrem fiese Wunden, die durch dauerhafte Belastung entstehen, zum Beispiel bei bettlägerigen Personen. In einer randomisierten klinischen Studie wurden Betroffene mit schweren Druckgeschwüren der Grade 2 bis 4 untersucht. Eine Gruppe bekam die Fischenharzsalbe, die andere Gruppe moderne Standardwundauflagen. Das Ergebnis ist ein absoluter Gamechanger. Bei den Personen, die die Studie beendet haben, halten in der Fischenharz-Gruppe bei 12 von 13 Personen alle Druckgeschwüre komplett ab. In der Kontrollgruppe waren es gerade mal 4 von 9. Das heißt die, die die Salbe nicht bekommen haben. Das bedeutet 92% Heilungsquote gegenüber den mageren 44%. Und es geht noch weiter. In derselben Studie zeigte sich, dass die Wundheilung mit dem Fischenharz insgesamt deutlich besser und stabiler verlief. Das ist bei solchen tiefen Wunden entscheidend, weil ein offenes Druckgeschwür eine extreme dauerhafte Belastung im Alltag darstellt. Nächster Punkt, der die Heilung oft komplett blockiert, sind Bakterien und Keime. In der Studie wurden deshalb bakterielle Kulturen aus den Wunden analysiert. Das Ergebnis: In der Fischenharzgruppe wurden diese Keimkulturen viel häufiger innerhalb von nur einem Monat. Kurz gesagt, die Wunden wurden mikrobiologisch extrem schnell sauber. Bereich Nummer 2 sind komplizierte Operationswunden. Also keine kleinen Kratzer, sondern Wunden, die nach einem chirurgischen Eingriff offen blieben und einfach nicht normal abheilen wollten. In einer klinischen Pilotstudie wurden 23 Betroffene mit solchen hängen gebliebenen OP-Wunden mit Fischenharzsalbe behandelt. In dieser Pilotstudie gab es eine dokumentierte Heilungsrate von glatten 100%. Jede einzelne der behandelten Wunden heilt unter der Fischenharzsalbe vollständig ab. Die mittlere Heilungszeit im Schnitt lag bei 43 Tagen. Fischenharz ist kein universelles Wundermittel für alles, sondern ein gezieltes Tool für Wunden, bei denen körpereigener Heilungsprozess komplett stagniert. Sogar beim Budget überzeugt das Ganze. In der Pilotstudie wurden die Behandlungskosten exakt aufgeschlüsselt. Die mittleren Kosten lagen gerade einmal bei 45 Euro pro Person und umgerechnet 1,20 Euro pro Behandlungstag. Der dritte Bereich kommt aus einem klinischen Bericht von 2024. Darin wurden verschiedene sehr komplexe Wundsituationen analysiert, darunter komplexe chirurgische Wunden. Darunter zusätzlich auch chronische Beingeschwüre und sogar eine akute Fingerverletzung. Der Bericht zeigt deutlich, das Wundbett reinigte sich, Belege und abgestorbenes Gewebe lösten sich wesentlich besser und die sogenannte Granulation kam richtig in Gang. Granulation bedeutet, dass der Körper anfängt, die Wunde von innen heraus mit frischem, gesundem Gewebe aufzufüllen. Bei einer Person wurde beschrieben, dass sich die Keimsituation in der Wunde nach der Anwendung drastisch veränderte. Bereits 2 Wochen später startete die Granulation des Wundbetts und die Wunde wurde sichtbar sauberer. Auch bei akuten Fingerverletzungen gab es einen schnellen Push. Nach dem Auftragen der Fischenharzsalbe reinigte sich das Gewebe weiter, es kam zu einer starken Granulation und die Wunde entwickelte sich innerhalb von 2 Wochen massiv nach vorn. Wenn wir das Ganze zusammennehmen als Fazit, was können wir da sagen? Der klare Fokus von Fischenharz liegt in der äußerlichen Wundbehandlung. Besonders stark sind die Belege bei Druckgeschwüren, verzögert heilenden OP-Wunden und chronischen Wundproblemen. Wenn euch solche Studienchecks zu Naturstoffen, Pflanzen und Pilzen interessieren, dann würde mich ein Like und ein Abo freuen. Habt ihr schon Erfahrungen mit Fischenharz? Wenn ja, ab damit in die Kommentare. Dann noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das Video anseht. Bis dann.